So, da habe ich letzten Endes ja das Plus abgegriffen. Sicherung 30 cm hinter der Versorgungsspannung, dann geht das Kabel da lang. Hier festgemacht an dem originalen Kabelbaum. Geht dann weiter da unten lang. Ja, in dieser Nut hier, was wirklich sehr, sehr gut ist, da das Kabel dann spannungsfrei dort liegt. Dort natürlich verschwinden lassen. Unterhalb von den Endstufen weg, hinten raus. Und hier ist das Ende. Und die Endstufe, die wird dann da oben Platz finden, wo normalerweise der DVD-Player ist. Die Masse, die habe ich da hinten weggenommen. Da seht ihr die Schraube. Da habe ich die Masse weggenommen und auch, ja, wie gesagt, da hinten durchgeführt. Beide Kabel liegen jetzt erstmal da, sind hier, wie gesagt, abgeklebt, damit hier nichts passieren kann, denn die Endstufe kommt erst später rein.